Hallo Ladies! Ich bin die Claudi und ich bin Visagistin und ich mache normalerweise einmal die Woche Schminkvideos für euch, aber weil die Nachfrage nach einem Tutorial für Maske Nummer 2 von Burda, die mit den vielen Falten, so groß war, zeige ich euch heute, wie das geht und nächste Woche machen wir dann wieder normales Programm. Wenn euch das interessiert, dann abonniert gerne meinen Kanal und lasst mir ein Like da und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nähen. Den Link zur Anleitung findet ihr unten in der Infobox. Ihr braucht ein Stück Stoff, ca. 25 x 50 cm groß, ein Gummiband 5 mm breit und ca. 50 cm lang, zwei kleine Sicherheitsnadeln, ca. 15 cm Draht und eine Zange, mit der ihr den Draht abzwicken könnt, ein Maßband, Stecknadeln, Schneiderkreide, eine Schere und Nähgarn in der passenden Farbe. Jetzt nehmt euch Seite 4 her und schneidet das aus. Zum besseren Verständnis habe ich die Linien von 1 bis 7 durchnummeriert. Die Zahlen werde ich dann nachher auch auf den Stoff übertragen, damit ihr euch besser beim Falten auskennt. Jetzt zeichnet ihr mit eurer Schneiderkreide die Umrisse vom Papierschnitt auf euren Stoff und übertragt dann auch alle Linien auf den Stoff. Für den Innenteil der Maske faltet ihr den Papierschnitt an den markierten Linien um, legt das neben den aufgezeichneten Außenteil und übertragt den Umriss und die Linien. Und das schneidet ihr dann alles aus. So sieht es dann aus. Wie gesagt, ich habe euch die Liniennummern auch auf beiden Seiten auf den Stoff übertragen. Wir beginnen mit Linie 1 und Linie 2. Die suchen wir uns auch auf dem Stoff. 1, 2, 1, 2. Wir nehmen den Stoff bei Linie 1 und Linie 2 und legen die Linien ganz genau aufeinander. Und das stecken wir jetzt mit einer Stecknadel fest. Und dabei ist ganz wichtig, dass ihr die Stecknadel ganz genau durch diese Linien durchsteckt. Das gleiche machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Linie 1 und Linie 2 falten wir zusammen, legen sie ganz genau übereinander. Schauen, ob wir richtig sind. Und stecken es wieder mit einer Stecknadel fest. Perfekt. Jetzt gehen wir weiter zu Linie 3 und Linie 4. Die suchen wir uns wieder auf unserem Stoff und legen sie wieder zusammen. Wieder ganz genau Linie auf Linie. Wir kontrollieren noch einmal, ob die genau übereinander liegen und stecken es wieder fest. Perfekt. Naja, nicht ganz perfekt. Auf der anderen Seite machen wir wieder das gleiche. Linie 3, Linie 4, legen es zusammen, schauen, ob wir das gescheit gemacht haben und stecken es mit der Stecknadel fest. Jetzt fangen wir von unten an und legen Linie 5 auf Linie 4. Linie 4 ist nämlich die Mittellinie. Das heißt, wir haben vorher schon Linie 3 auf Linie 4 gelegt und jetzt legen wir auch Linie 5 auf Linie 4. Das ist jetzt ein bisschen knapp, da müsst ihr ein bisschen herumfummeln, weil da schon Linie 3 drauf liegt, aber mit ein bisschen Feingefühl geht es. Und das stecken wir auch wieder fest. Jetzt haben wir schon die Hälfte von der Mittelfalte fertig, da sieht man das schön.
Auf der anderen Seite machen wir das gleiche. Wir suchen uns Linie 5, klappen das um in Richtung Mittellinie, also Linie 4 und stecken das wieder fest. Und wir arbeiten uns weiter vor zu Linie 7. Die klappen wir auf zu Linie 6. Jetzt können wir es schon. Wir klappen es zusammen, wir zwicken es zusammen, wir schauen, ob wir auf beiden Seiten die richtige Stelle erwischt haben und stecken das wieder mit der Stecknadel fest. Jetzt ist Endspurt angesagt, meine Lieben. Die letzte Zusammensteckung findet jetzt statt. Linie 7 auf Linie 6, nehmen's, zwicken's zusammen, halten's fest, lassen's nicht mehr los und stecken eine Stecknadel durch. Und jetzt ist der Schaß endlich fertig mit den depperten Falten. Jetzt haben wir das, so schaut's aus von der Seite. Und jetzt nehmen wir unser altgevatterisches Bügeleisen und bügeln da fest drüber, damit das ganz flach ist, so wie hier. Wunderschön. Jetzt nehmen wir den zweiten Stoffteil und machen den ganzen Blödsinn noch einmal. Wenn ihr euch nicht mehr auskennt, dann spult zurück und schaut euch den Außenteil noch einmal an. Jetzt können wir die Stecknadeln entfernen, nur um sie gleich wieder zu nehmen und die Falten damit senkrecht festzustecken, damit wir uns beim Nähen leichter tun. Wenn ihr Streber seid, könnt ihr das auch festheften mit Nadel und Faden, aber das ist mir zu blöd. Messt euch jetzt 1,5 cm ab, kennzeichnet das mit der Schneiderkreide, damit ihr da keine Wellenlinien näht, das wollen wir nicht. Nehmt euch die Singer oder sonst irgendeine Nähmaschine, die ihr daheim habt, und rattert da einmal mit einem geraden Stich drüber. Vergesst nicht, immer am Anfang und am Ende jeder Naht vorwärts und rückwärts zu nähen. Dann geht eure Naht nämlich nicht auf. So schaut es dann aus. Das macht ihr auch noch am zweiten Teil und wenn ihr damit fertig seid, rattert ihr über die kurzen Seiten von beiden Teilen mit einem Zickzackstich zum Versäubern drüber. Da so, das wird immer recht schier bei mir, aber was soll ich tun? Der nächste Schritt gilt nur für den inneren Teil, also für den kleineren Teil. Ihr messt euch 1,5 cm ab, klappt das nach innen um, steckt das fest und bügelt das flach. Jetzt nehmt ihr wieder das Maßband, messt euch 1 cm ab und näht da mit einem geraden Stich drüber. Aber wie gesagt, nur am Innenteil. So schaut das dann aus und der Innenteil ist fertig. Jetzt wird die Maske gedoppelt. Fragt's mich nicht, ich höre das auch zum ersten Mal. Was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist, ihr faltet die beiden Teile in der Mitte zusammen und markiert oben und unten die Mittellinie mit Stecknadeln. Jetzt legt ihr die Teile mit den rechten Seiten, also mit den schönen Seiten, aufeinander. Steckt das fest und näht das im Abstand von 1 cm zur Kante fest. Und zwar auf der oberen und auf der unteren Seite. Jetzt ist alles bombenfest vernäht und wir können das Ding umdrehen und bewundern. Ah, yes, jetzt sieht man schon, was das mal werden soll. So, das drückt jetzt wieder flach, nehmt das Bügeleisen, bügelt das Ganze nieder und näht dann oben und unten im Abstand von 7 mm an den Kanten entlang. Durch den oberen Tunnel, der so entsteht, kommt dann später der Draht. Als nächstes nähen wir den Tunnel für das Gummiband. Die kurzen Seiten des äußeren Teils klappt ihr 1,5 cm breit nach innen. Steckt das fest, bügelt drüber und näht das im Abstand von 1 cm zur Kante nieder. So schaut es dann aus. Eigentlich ist die Maske fertig bis auf die Gummibandeln und den Draht. Jetzt schnappt ihr euch das Gummiband, schneidet es in der Hälfte auseinander, montiert eine Sicherheitsnadel daran
und mit Hilfe der Sicherheitsnadel schobt ihr das durch den Tunnel durch. Das ist ein ziemlich mühsame geschissene Haken, wenn man da immer in den Falten hängen bleibt. Wenn ihr das da endlich durchgewurstelt habt, macht ihr die Sicherheitsnadel wieder auf und heftet damit das Gummiband zusammen. Um die Sicherheitsnadel zu verstecken, stopft es wieder in den Tunnel hinein. Als letzter Schritt fehlt nur noch der Draht. Ich messe mal ab, wie lange ich den brauche, zwick mir das ab und dann ist ganz wichtig, dass ihr irgendwas hernehmt, mit dem ihr die Enden umbiegen könnt. Das kann eine Kombizange oder sonst irgendwas sein, weil sonst stecht euch damit ins Gesicht und dann habt ihr zwar kein Corona, aber dann schaut es aus wie Edward mit den Scherenhänden und das ist auch nicht so erstrebenswert. Den Draht schiebt ihr jetzt durch den oberen Tunnel und die Maske ist fertig. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Maske 2 gehackt. Ich hoffe sehr, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, dann abonniert gerne meinen Kanal und lasst mir ein Like da. Und ich sehe euch nächste Woche dann bei einem Schminktutorial. Baba!